Hallo liebe Hühnerfreunde, heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich zeige euch meinen selbst entwickelten Hühnerstall 2.0 im Gartenformat. Diesen Stall möchte ich in Zukunft verkaufen und österreichweit aufstellen. Ich habe an sehr viele Details gedacht, die ich euch im Video alle zeigen werde. Hier im Bild bin ich schon beim Feinschliff des Stalls. Aber beginnen wir lieber von Anfang an. Dieser Stall ist für 5 bis 10 Hühner geeignet und sollte von der Größe her perfekt in jeden Garten passen. Ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ich den Stall aufbaue, und beginnen werden wir mit der Bodenplatte. Also, viel Spaß! Hier im Bild zu sehen, habe ich die Bodenplatte ausgerichtet an den Standort, wo später der Stall stehen soll. Und mit dieser Schablone, die ich da ausgeschnitten habe, kann ich die 4 Erdanker platzieren. Dies sollte man relativ genau machen, da es natürlich optimal ist, wenn der Stall auf geraden Stelzen steht. Jetzt habe ich schon 3 dieser Erdanker in der Erde und zeige euch beim letzten, wie ich das mache. Ich habe hier so eine Einschlaghilfe und eine Wasserwaage, mit der ich den Bodenanker einrichte. Und dann wird er mit hohem Kraftaufwand in die Erde geschlagen. Diese Arbeit ist relativ anstrengend, aber gehört dazu für ein wichtiges Detail meines Stalls, nämlich dass der Boden nicht versiegelt wird und dass die Hühner Deckung unterm Stall haben und auch gleich ein Sandbad. Das werdet ihr dann später sehen. Hier sieht man dann 4 Staffeln, die genau auf die Größe der Erdanker gehobelt wurden. Umso genauer die passen, umso weniger wackelt dann, und deshalb muss ich die da leicht einschlagen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Arbeit. Wenn man hier genau arbeitet, dann steht der Stall dann auch schön gerade. Ich habe hier eine lange 2,50 Meter Latte. Da suche ich mir den Erdanker, der am niedrigsten ist, aus, und von dem messe ich dann weg, damit ich die anderen in der richtigen Höhe abschneiden kann. Da werden die Staffeln dann so gerade wie möglich abgeschnitten und alle in die Waagrechte gebracht. Jetzt geht es ans Gerüst. Das habe ich schon vorbereitet mit einer Länge von 2,40 Meter und vorne an der höheren Seite eine Höhe von 1,80 Meter und hinten misst der Stall dann eine Höhe von 1,20 Meter. Dies habe ich hier dann verbunden mit den Staffeln, die haben 1,15 Meter. Und dann habe ich das Gerüst auf die Stelzen gestellt. Auch relativ schwierig alleine, aber machbar. Und jetzt richte ich sie gerade aus, damit der Stall schön zentral steht. Hier sehen wir schon das zweite Seitenteil, das ausgerichtet werden muss. Diese Arbeit ist auch alleine relativ schwierig, aber gerade so zu bewerkstelligen. Aufstellen, ausrichten und anschrauben.
Dann wird noch kontrolliert, ob alles gerade ist. Und dann werden noch die restlichen Querbalken eingeschraubt, damit der Stall eine gute Stabilität hat. Jetzt steht das Gerüst und ich prüfe hier nochmal nach, ob bei der Wasserwaage alles passt. Das ist ganz wichtig, denn umso genauer man hier arbeitet, umso leichter tut man sich dann bei den folgenden Schritten. Hier kann man dann noch kleine Unebenheiten relativ gut ausbessern, da man die Erdanker meistens noch etwas weiter reinschlagen kann. Nun ist das Gerüst fertig und in diesem Schritt setze ich schon die Bodenplatte ein. Das ist eine Siebdruckplatte. Diese Platte wird normalerweise für den Anhängerbau benutzt, da sie extrem wetterfest ist, und diesen Vorteil mache ich mir hier zunutze und nutze diese Siebdruckplatte als Bodenplatte mit der rauen Seite nach oben, damit es nicht zu rutschig ist. Passt perfekt. Weiter geht es mit der Decke. Auch hier benutze ich die Siebdruckplatte, aber diesmal mit der glatten Seite. Diese könnte man zwar als Ganzes benutzen, aber da ich den Stall alleine aufstellen möchte, habe ich diese einmal in der Mitte durchtrennt und somit tue ich mir leichter, diese zu montieren. Man sieht ja auch schon die Vogellampe, die ich vorbereitet habe, eine Fassung. Anschrauben und fertig. Die Bodenplatte habe ich insgesamt nur 4-mal angeschraubt, da diese sowieso durch das Eigengewicht und durch die Wände perfekt hält. In diesem Schritt bringe ich die Dichtung an. Die Dichtung wird genau dort angebracht, wo nachher die Innenwände aufgestellt werden, damit der Kontakt zum Boden schön dicht ist, um den Stall nachher optimal zu reinigen. Dann bringe ich die Innenplatten an und schaue, dass diese schön auf der Dichtung oben stehen. Diese Platten sind spezielle HPL-Platten, werden auch gerne als Fassadenplatten bezeichnet. Die Platten haben den riesen Vorteil, wie man sieht, hat die Wand somit fast keine Ritzen, in der sich Ungeziefer verstecken kann. Befestigt habe ich diese HPL-Platten mit sogenannten Spenglerschrauben. Diese haben eine Beilagscheibe mit spezieller Dichtung.
Da schraube ich noch die gegenüberliegende Seite an. Hier sieht man auch schon den Hühnerschlupf und die Befestigungsschrauben für die Legenester. Dann muss ich auf der Vorderseite noch eine Staffel einbauen. Perfekt abgestimmt auf den Türrahmen. Die letzten Staffeln, die fehlen, sind dann hier angebracht, um auch die Rückwand innen zu befestigen. Jetzt bringe ich noch die fehlenden Innenwände an. Und somit ist die Innenverkleidung fertig. An der Vorderwand und Rückwand sieht man auch schön die Öffnung für die Lüftung, die Zuluft an der Rückwand weiter unten angebracht und die Abluft an der Türseite weiter oben. Hier zeige ich noch kurz, wie man hier einen schönen Abschluss schafft. Einfach hinten ein Brett dran geschraubt und fertig. Jetzt noch eine Dichtung bei den Spalten angeklebt. Und schon ist der Innenausbau fertig. Das war's auch schon mit Teil 1. Hier eine kleine Vorschau von Teil 2. Im zweiten Teil wird dann die Außenverkleidung und die Dämmung angebracht, das Dach gemacht und die Elektronik. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder den Kanal abonniert. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald!